Ein bisschen wenig. Hi gute Bi und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Heute das versprochene Haul-Video zu London. Denn ihr wollt ja alle wissen, was ich zu Pusheen gefunden habe und gekauft habe. Also ich habe extra einen großen Koffer mitgenommen, damit eine Hälfte frei ist, nur für den ganzen Stuff, den ich kaufen werde. Und ungelogen, er ist voll gewesen. Also die Hälfte ist tatsächlich voll gewesen. Nein, hat nicht die 20 Kilo überschritten. Keine Sorge. Und dann sage ich herzlich willkommen und ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich. Und vorab möchte ich mich natürlich noch bei den Leuten bedanken aus den Pusheen-Fangruppen, die mir geholfen haben und mir ein paar Tipps gegeben haben, wo ich in London denn Pusheen-Zeug noch so kaufen kann. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, fangen wir zuerst an mit dem Artbox Souvenirs, die ich gekauft habe. Das war nämlich tatsächlich das erste Geschäft, wo ich drinne war, weil ich so aufgeregt war. Und bin auch ziemlich glücklich mit dem, was ich gekriegt habe. Auf jeden Fall. Fangen wir mal an. Natürlich die Artbox exklusiv. Das ist ja sowas von klasse. Da gab es tatsächlich auch nur noch 2. Ich habe die vorletzte gekriegt. Yay! Oh, und wie immer super flauschig und super Qualität. Die hat, glaube ich, so 28 Pfund gekostet, also 27,99 Pfund. Ja, 7 Pfund ist ein bisschen wenig. Ein bisschen wenig. Egal. Und ja, das sind so umgerechnet so 29 Euro maximal. Ein bisschen teurer als die normalen für 25 Euro oder 24,99 Pfund, ist klar. Aber ich meine, wer Pusheen sammelt und liebt, der ist natürlich voll dabei. Ich rahme mir auch auf jeden Fall die Tüte ein. Ich kaufe mir einen Bilderrahmen und rahme sie dann ein mit meinem ersten Kassenbon. Ja, so beknackt bin ich. Ja, ja, super süß mit Hut und Schleifchen. Und wieder das Hologrammbild, ganz süß. Hier steht auch Artbox Limited Edition. Also es gibt wirklich nicht viele. Also wenn sie irgendwann mal ausverkauft sind, dann gibt es auch tatsächlich keine mehr. Und ich bin eine von den wenigen, die sie hat. Ich freue mich so. Ja, okay, dann die nächste. Allerdings muss ich dazu sagen, es gab nicht so viele Pusheen-Sachen wie in dem Pusheen-Café, in das ich nicht konnte, weil es so gemacht hat. Aber die Auswahl ist schon sehr nett. Die haben auch diese Jumbo Pusheen, ja. Die hätte allerdings nicht in den Flieger gepasst. Die hätte wahrscheinlich den ganzen Frachtraum eingenommen, wenn ich sie gekauft hätte. Aber so beknackt bin ich nicht. Also ein bisschen beknackt, aber so beknackt dann auch nicht, ne? So, die nächste. Es war tatsächlich nicht so viel dort, aber es war viel Geld, was ich da gelassen habe. Nein, ich bin noch nicht arm. Was ganz Besonderes, muss ich sagen, ein Pusheen Shop exklusiv, ist momentan auf pusheen.com tatsächlich im Angebot oder nicht mehr, ich weiß es nicht, wie aktuell das noch ist, aber das war die letzte im Artbox und da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass ich die letzte gekriegt habe. Pusheen im Raincoat, die war auch, muss ich sagen, auch etwas teurer. Die hat, glaube ich, 32 Pfund gekostet, also 31,99 Pfund. Aber ganz ehrlich, ich habe nicht auf den Preis geguckt. Ich wollte sie einfach haben. Ich meine, als Europäer ist es sowieso schwierig, an den Pusheen-Shop Sachen dran zu kommen. Aber da habe ich mich auch super gefreut, dass sie wenigstens noch eine da hatten. Und ja, die ist mega süß. Und es ist ja auch, also es ist nicht aus Stoff hier, das Raincoat. Das ist tatsächlich aus so einem Kunstleder gemacht. Dann wirkt es ja gleich noch realistischer. Also man sieht das hier auch. Es ist ein anderes Schild. Ja, wie gesagt, die letzte. Ich bin tanzend dann zur Kasse gelaufen und die Dame meinte dann, ich glaube Becca hieß sie, hat mir dann gesagt, hey, da hattest du noch Glück. Hast die letzte gekriegt, ich bin rumgehüpft wie so ein Kind. War gar nicht peinlich mit 26. Aber naja, ne.
Und dann hatte ich noch ganz viele Blindboxen gekauft, weil die da auch im Angebot waren. Mehr habe ich allerdings nicht gefunden, aber die packe ich jetzt auch mit euch aus. Die muss ich jetzt mal raussuchen. Kleiner Moment, ich verschwinde in der Versenkung. Ich fall gleich runter. So, da bin ich wieder. Eine von der Serie 2, wo ich ja schon bei Claire's eine bestellt hatte, das letzte Mal, wie ihr im Video gesehen habt. Und 2 Stück von der Serie 1. Die Serie 1 war für 4,99 € im Angebot und die Serie 2 für, ich glaube, ich muss lügen, 6,99 € oder 7,99 €. Aber es ist umgerechnet in Euro auf jeden Fall immer noch günstiger, als wenn man das jetzt hier in Deutschland kauft. Ja, dann würde ich sagen, packen wir doch mal Serie 2 nochmal zusammen aus. Also ich habe extra für euch nur gewartet, ja, obwohl ich sau neugierig bin, was da drin ist. Ich krieg's nicht auf. Okay, dann so. Ich drehe es einfach auf. Mal wieder die mysteriöse Folie. Und es fühlt sich nach einem Kuchen an. Ist da Chocolate Cake drin? Ja, das ist Chocolate. Wie geil. Ja, das wollte ich haben. Entschuldigung fürs Schreien. Genau das wollte ich haben. Oh nein, ich zeige es auch hier nochmal. Nein, da freue ich mich. Weil das auch mein Lieblingsdessert so ist, so alles was mit Schokolade ist und Teig und was weiß ich nicht was. Ja nein, wie nice ist das denn? Da freue ich mich, dass es die ist. Oh, Kick. Irgendwie habe ich übertrieben, da kommen noch ein paar andere Sachen. Ihr werdet es dann sehen, ich werde auch gleich nochmal was dazu sagen. Zu diesen Serie 1 Boxen. Das ist ein bisschen komisch gewesen. So, machen wir die nächste auf. Zack. Oh, das ist tatsächlich sogar eine andere Folie. Aber ich meine, ihr kennt sie. Ich kann es auch noch mal zeigen. Da gab es dann die verschiedenen Figuren. Mermaid, Puschinikorn mit Sonnenbrille, Puschinosaurus, Puschin mit Pizza, Pastellpuschin. Eigentlich nur coole drin. Da ist mir sogar schon fast Pups, welche da drin ist, weil die sind nämlich alle schön. Und bitte drückt für mich die Daumen, dass da nicht doppelte drin sind. Oh, ich habe es aufgerissen und es ging nicht richtig auf. Nice. Ach ja, die hat irgendwie jeder. Die scheint so ganz oft drin zu sein. Puschin Cooking Chef mit Cupcake in der Hand. Ich zeige es nur. Ja, ich finde die auch mega süß. Also wie gesagt, da wäre es mir sogar echt... Das ist mir so egal, welche da drin sind. Ja, die ist sehr süß. Oh, mit Cupcake. Ein bisschen kleiner Cupcake macht halt nicht satt, gell? Aber ist auch egal. Die machen wir wieder hier rein. Dann kommt die nächste. Gott. Na, was ist da drin? Diese Tüten kleben voll. Ich weiß nicht warum. Wer weiß, wie lange die da schon gestanden haben. Ich habe keine Ahnung. Pastellpuschin in rosa. Nein, alles was rosa und lila ist sowieso absolut meins. Oh nein, oh, die ist so süß. Oh, guckt sie euch an. Oh mein Gott, die ist so süß und sie lächelt. Die hat ein Lächeln. Oh, die ist ja goldig. Also bis jetzt noch keine doppelte, ja. Kommen wir weiter, ja. Wir kommen weiter. Nein, was ich sagen wollte, machen wir mal weiter. Dann war ich nach Artbox im Forbidden Planet und hatte wirklich gehofft, dass die noch nicht die neuen Funko Pops haben mit Cupcake und diese Giant Puschin. Weil ein paar aus der Gruppe hatten tatsächlich schon die Puschin Cupcake in Großbritannien kriegen können bei Forbidden Planet. Und ich habe noch gedacht, nein, weil da kostet die ja nur 12,99 € und ich habe 36 € bezahlt bei eBay, weil ich dachte, die kommt hier nicht her. Da war ich erleichtert, weil jetzt habe ich das reine Gewissen oder das
das Wissen darüber, dass ich sie nicht irgendwo anders noch günstiger kriegen kann, weil bei Forbidden Planet zu bestellen, würde dann am Ende wahrscheinlich fast genauso viel kosten. Hätte vielleicht so 5 oder 10 Euro gespart, aber das kann ich noch verkraften. Ja, da habe ich mir dann nur eine Sache gekauft. Das war dann das Nackenkissen von Pusheen, was ich mir so lange schon gewünscht habe. Mega süß. Ach, ich krieg das noch gereicht. Oh, wie nett. Ich und meine Assistent. Ja, das tolle Nackenkissen. Als ich nach Brighton gefahren bin, habe ich es dann mal ausprobiert und bin darauf auch gut eingeschlafen. Das hat 11,99 Pfund gekostet, also umgerechnet so 12,50 Euro. Das ist auch bei uns, glaube ich, nur für so zwischen 17 und 20 Euro erhältlich. Das sage ich jetzt auch mal, da habe ich einen Schnapper gemacht. Nee. Und ja, das Einzige, was ich halt da komisch finde, dass Pusheen wie eine Schlange ist. Also ich hätte es, glaube ich, schöner gefunden, wenn die hier das Gesicht von Pusheen wie bei einem Barett oder so drauf gestickt hätten. Aber so ist es auch ganz süß. Ist gleich flauschig wie die ganzen anderen Plüschtiere und ja, sehr bequem. Hallo! Ja, dann habe ich aus der Oxford Street noch, war ich bei Claire's, da habe ich mir auch nochmal Blindboxen gekauft, weil die auch nochmal so 2, 3 Euro billiger waren als bei uns. Und das ist die Winter Surprise Box. Die hole ich jetzt auch mal aus der Versenkung, nicht? Ja, diese 2 hübschen hier. Ich hoffe nicht, dass jetzt wieder Cheek drin ist. Dann flippe ich aus. Ja, schauen wir doch mal zusammen rein. Also es gibt Pusheen, Stormy, Pip, Sleuth und nochmal Stormy und nochmal Pusheen im Anorak und ja, Cheek. Ich weiß nicht, wieso ich da so dumm bin bei dem, aber wir gucken zusammen rein, wir werden es sehen. Ich hoffe, ich habe auch mal Glück. Knirsch, knirsch, knatter, knatter. Ich hab Stormy. Oh, ist die süß. Oh mein Gott. Oh, die ist so niedlich. Auch noch mit dem Barett. Oh nein. Die fand ich auch so mega süß. Oh Mann. Oh, die ist so süß. Schaut sie euch an. Die hat bei Claire's 9 Pfund gekostet, das sind in Euro 11,99, also 1 Euro billiger, aber wenn man den aktuellen Kurs nimmt, sind das 10 Euro ein paar gequetschte. Also ist immer noch günstiger. Aber momentan, wie gesagt, auf Claire's gibt es ja immer noch diese 25% auf den Brands. Ja, nee, aber wie süß ist die denn? Oh Mann, alles so Pastelltöne. Ja, dann gucken wir doch mal an die nächste. Vielleicht habe ich noch mal Glück. Oder ich habe die gleiche, das kann auch passieren. Oh Gott, oh Gott. Achtung. Ich hab Pusheen! Sorry, ich wollte nicht schreien. Ich hab Pusheen. Oh, ich hab endlich mal eine Pusheen im Mini. Oh, die ist ja süß. Oh mein Gott, ich finde diese Winter-Edition sowas von goldig. Und ich glaube, ich werde mir auch noch mal ein paar bestellen, weil ich finde die echt süß. Und ja, auch wieder von Gundam so mega weich. Und, oh. Pusheen ist dead. Ich habe sie runtergeschmissen. Nein, ist sie nicht. Sie lebt weiter in unserem Herzen. Ja, Nine, rauch nicht so viel. Oder atme nicht so viel, ich weiß nicht. Ja, vielleicht habe ich zu viele Keime eingeatmet, ich weiß nicht. Ja, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Brighton-Thema. Da habe ich dann die ganzen Tipps schon mal befolgt von den Leuten aus den Gruppen. Da war ich auch schon in den Geschäften, in den vorgeschlagenen Boots, in It Looks oder The Look. Ah ne, The Look, so hieß es, Entschuldigung. The Look und noch so ein paar andere Geschäften. Debenhams, wenn das so ausgesprochen wird. Auch da war ich in Claire's. Da habe ich aber alles nicht gefunden. Also die hatten kein Pusheen-Zeug, gar nichts. Also wirklich nett. Wirklich nett. Und ich war schon so am Boden zerstört, weil der Pier, der war auch zu, weil das Wetter ziemlich schlecht war. Und das i360 konnten wir auch nicht machen, weil die Aussicht nicht so toll war, weil alles bewölkt war. Also es war so stark nebelig, dass man auch ständig so Regentropfen ins Gesicht bekommen hat.
war nicht so nice, aber Brighton ist schon nice. Ja, da haben wir dann noch so ein paar andere Kleinigkeiten gemacht und da wollten wir dann Souvenirs kaufen für unsere Eltern und da habe ich gedacht, ich werde es nicht mehr. Da waren wir in dem Geschäft, das hieß, das ist not a butcher. Ja, das ist kein Metzger. Ja, das Geschäft heißt wirklich so. Und da waren wir drin und da gab es auch relativ günstige Sachen und da war dann so ein kleines Regal mit Plüschtieren und dann war sie da. Die haben tatsächlich Puschin verkauft. Ich dachte, ich werde behindert. Wirklich, die haben Puschin verkauft. Da habe ich dieses Goldstück gekauft. Für 21,50 £. Das heißt noch für umgerechnet unter 25 €, wie sie eigentlich kostet. Und ja, ich habe einen Schnapper gemacht. Ich glaub's nicht. Ich habe so viele Schnapper gemacht. Ich bin da tanzend durch Brighton gelaufen, weil da meine Laune wieder von 0 auf 100 gegangen ist, ja. Und da war der Tag gerettet. Da war er einfach gerettet. Oh. Und ich habe mich so gefreut. Yeah! Ja, noch eine für meine Sammlung. Ja, und das ganze Shopping kann ich schon mal sagen, das hat nicht mehr als, hat unter 250 € sogar gekostet. Ja, ich weiß, über 200 oder 100 € sind immer noch viel, aber das war Geld, was ich mir extra für den Urlaub gespart habe. Und habe auch gesagt, das gebe ich dann auch nur für Puschin aus, wenn ich was finde. Ansonsten nicht. So, dann die nächste, das werdet ihr mir nicht glauben, Puschinosaurus in grün mit Ei. Die kostet ja normalerweise so über, ja okay, knapp 20 €, in England so irgendwie so 17,99 £. Ich allerdings habe sie für 8,95 € gekriegt und ich dachte, der ist bekloppt, der Typ, dass er die so günstig verkauft. Mit der wollte ich gar nicht anfangen zusammen. Ich wollte jetzt die großen sammeln und dann die kleine. Aber hey, 8,95 £. Ich dachte, ich glaub's nicht. Die hatten auch noch so andere Sachen, Mäppchen, Schlüsselanhänger, Sticker, so Kleinigkeiten halt, was man als Souvenir dann immer gut mitnehmen kann. Hier auch nochmal der Preis. 8,95 £. Das glaubt mir kein Schwein. Oh. Ich habe wieder Hunger. Ich weiß auch nicht, warum ich immer aufnehme und dann Hunger habe. Also, oder wenn ich aufnehme, wenn ich Hunger habe. Das ist voll komisch bei mir. Ja, das war die Ausbeute aus Brighton. Wir haben dann halt noch ein paar Bilder gemacht. Ja, sind dann den Strand da entlang gelaufen, was weiß ich. Es war mehr rumgelaufen, als dass wir was gekauft haben. Aber es war trotzdem sehr schön. Brighton kann ich empfehlen. Jeder, der da mal hin möchte. Ich habe mir auch das gute Tama-Café von außen mal angeschaut. Es ist kleiner, als man denkt. Und ich mag gute Tama nicht, aber es war trotzdem sehr süß. Hat trotzdem an Puschin erinnert, weil die Farben noch gleich geblieben sind. Ich kann so heulen. Wie lange kann ich denn eigentlich noch aufnehmen? Weil die Kamera nimmt irgendwie immer nur 20 Minuten auf, wisst ihr? Steht das nicht da? Oh, ich habe nur noch 1 Minute. Dann mache ich hier mal einen Cut, gell? Und dann bin ich wieder... Habt ihr euch erschreckt? Ich hoffe es. Ja, ich bin ein bisschen bekloppt. Macht euch nichts draus. Dann mal was ganz anderes. Wir waren im Namco Funscape nach dem Dungeon, nach der Shrek Adventure Tour. Das haben wir auch gemacht. Das war mega cool. Dungeon war überhaupt nicht gruselig. Also wer Schiss hat und dahin will, das ist nicht schlimm. Ja, wir sind als erstes zu Claw Machine gegangen. Gleich zum Super Mario Automaten übrigens. Ja, nach 3 Versuchen, ich habe direkt wieder was gezogen. Da bin ich ein Naturtalent drin. Hallo, danke. Ja, stimmt, der fliegt. Hallo. Mamma mia. Super Mario, Dr. Mario, ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt. Weiß, ich bin Fan und weiß nicht, wie das heißt. Peinlich, gell? Ja, den knuffigen Kerl habe ich hier gezogen. Der kommt auf jeden Fall zu meiner Yoshi-Plüsch-Sammlung und zu meinen Amiibo-Figuren von Nintendo.
Nein, ich mache keine Schleichwerbung. Und ja, hier geht es immer noch um Pusheen. Es kommt auch gleich wieder Pusheen. Da war ich an der nächsten Claw Machine. Da hatte mein Freund versucht, aus der Claw Machine was zu ziehen. Vergeblich. Und nach 2 Versuchen habe ich den kleinen Kerl rausgezogen. Er guckt mich schon so böse an. Ein kleinen Winnie Pooh von Disney. Den wollte ich nicht, aber den hat er jetzt als Trostpreis geschenkt bekommen von mir. Weil es waren seine Coins und ich habe dann gesagt, komm, das bezahle ich, alles gut. Ja. Dann haben wir ein paar Videospiele gespielt und haben Tickets gesammelt. Davon konnten wir uns dann was Cooles holen. Also, das ist schon mega cool. Eine Pac-Man-Tasse. Ich kann die ja mal auspacken. Ich weiß, es hat nichts mit Pusheen zu tun, aber das habe ich halt auch alles aus London. Eine Pac-Man-Tasse. Mega cool. Ich liebe diesen Ghost. Ist so mein Lieblingscharakter aus dem ganzen Spiel. Ich meine, das heißt aus dem ganzen Spiel, es gibt nur 2 Charakter. Pac-Man, die weibliche Pac-Man und halt die Ghosts. Aber die Ghosts finde ich halt richtig süß. Ja, 400 Punkte hat das gekostet. Dann hatten wir noch ein paar Reste übrig. Da durften wir uns dann Gummibärchen aussuchen, damit die Tickets nicht verfallen. 200 Tickets von diesen über 400 hat der liebe Sky dann noch aus dem Automaten rausfischen können. Da waren so Blindboxen, da waren dann Tickets drin. Oder halt eben so größere Preise, an die man ja vergeblich dann nicht drankommt irgendwie. Ja, dann würde ich sagen, das nächste. Jetzt kommen wirklich nur noch Blindboxen und jetzt bin ich voll aufgeregt. Wir waren im Hamleys Toy Store und ich bin fast verrückt geworden, was da alles gibt. Also wie krass einfach das ganze Ding aufgebaut ist, wie groß das ist und wie motiviert die Mitarbeiter sind und da mit den ganzen Spielsachen rumspielen und dich animieren wollen und was weiß der Geier. Ich war total überfordert. Die hatten tatsächlich Pusheen-Plüsch, aber mega überteuert, so mindestens 15 € teurer als der Normalpreis ist. Aber ich konnte was Besonderes rausfischen. Das waren die letzten 2. 2 Blindboxen für je 9 Pfund von den von der Dino-Edition. Und die kriegt man hier in Deutschland auch nicht mehr so leicht. Deswegen war ich so excited und habe mich so gefreut, wirklich. Ich versuche die mal auszupacken. Oh, das gestaltet sich hier ein bisschen schwerer. Oh Gott. Gibt's da nicht ein Zippe? Warum ist denn da kein Zippe? Nee, die haben kein Zippe. Ich krieg's nicht auf. Was soll das? Aber wartet mal, hier das halb abgefetzte Schild mit 9 Pfund. Ach Mann, wieso geht du denn nicht auf? Geh doch mal auf. Mach doch mal auf jetzt. Dankeschön. Sehr nett. Oder auch nicht. Also das finde ich ja doof, dass man das kaputt machen muss. Mal wieder in Folie drinne. Also da fand ich eigentlich auch jedes süß. Ich kann es euch hier nochmal zeigen. Ich zoome auch nochmal ran. Da fand ich jedes süß aus, bis auf diese komischen Langhals-Dinger. Ich weiß nicht, was das sein soll. Aber die sind scheinbar auch öfter drin, habe ich schon bei manchen Leuten gesehen. Knirsch, knirsch, knatter, knatter. Ja, natürlich. Ich habe einen Langhals gekriegt. Aber die Farbe ist schön. Ein Langhals. Ich bin ein Langhals. Okay, ich höre auf. Okay, ein Langhals. Hallo Langhals. Tschüss Langhals. Ich mach dich wieder zu. Du kommst wieder in dein Dino-Ei. So, die nächste. Also ich versuche es aufzumachen. Aber es tut weh, das aufzumachen. Plastik schmeckt nicht. Ich bin ganz brutal. Nächstes Ei. Das fühlt sich auch wieder wie ein Langhals an, aber ist okay. Ja, es gab nur noch 2 und ich ziehe genau die 2. Willst du mich veräppeln? Wieso? Diese
sind doch so selten. Was soll das? Dann kriegt der Sky halt eins geschenkt. Ist mir jetzt auch egal. Oder ich benutze es als Tannenbaumschmuck. Das ist ja hauptsächlich, warum ich die überhaupt sammle. Weil ich die später mal an meinem Tannenbaum hängen will. Ja, ich weiß, ich bin so behindert. So, dann das nächste. Dann waren wir in auf dem Campen Market. Ja, auf dem Campen Market. Bei Cyberdoc. Und ihr werdet es nicht glauben, sie haben Puschin. Ja, sie haben Puschin. Unglaublich, sie haben Puschin. Ohne Mist. Ich habe gedacht, ich spinne. Ich meine, klar, Kawaii haben die, aber Puschin? Puschin? Echt? Puschin? Ja, sie hatten Kopfhörer, sie hatten Lunchboxen und sie hatten Blindboxen, auch für 5 Pfund, 1 Pence teurer als jetzt bei Artbox die gewesen sind. Da war ich so dumm und habe von der Serie 1 nochmal 3 Stück gekauft. Jetzt habe ich von der Serie 2 nur 2 und von der Serie 1 5. Einfach mal 5. Keine Ahnung, warum ich so... Es war so ein Impulsivkauf. Hey, und ich habe mir den Pony geschnitten. Ich mache nicht mehr den Justin Bieber Move. Ja. Hallo. Die packe ich jetzt auch mit euch aus. Das Bild habe ich euch ja schon gezeigt. Warum kleben diese Packungen so? Das ist so merkwürdig. Puschin mit Sonnenbrille. Yeah. Cool. Puschin mit Sonnenbrille. Yeah, die ist so cool, Mann. Ja. Noch keine gleiche, aber ich sollte es nicht heraufbeschwören, weil ich habe ja immer so ein Glück. Ich habe ja immer so ein Glück. Ich habe die lila noch. Ah! Ich habe... Ja. Entschuldigung, wenn ich mich so freue, aber das ist echt cool. Wie geil ist das denn? Lila Pastell-Puschin. Oh mein Gott. Freude, Freude, Freude. Okay, jetzt die letzte. Ah, wieder mit Cupcake, aber die ist auch ziemlich häufig, habe ich schon gesehen. Also ich hätte mega gern Puschinosaurus gehabt, weil die sind echt... Ich liebe Puschinosaurus, aber die ist auch süß. Ja, ja, dann habe ich tatsächlich noch was nichts mit London zu tun hatte, aber das habe ich von einer netten Dame aus Facebook, von der Hope Renwick. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sorry, wenn nicht. Die hat ihre Plüschtiere verkauft und da gab es 2 besondere, die es bei uns nicht gab. Und sie hat sie mir für einen günstigen Preis verkauft, für jeweils 10 Pfund. Vielen Dank auch nochmal. Die wollte ich euch nochmal zeigen. Eine hat kein Etikett mehr. Das stand aber drin und bei einer ist das leicht geknickt, aber das macht nichts. Die muss man halt noch ein bisschen säubern, aber das sind die 2 Schmuckstücke. Die gab es bei Claire's im Handel. Ich glaube beide sogar. Wobei ich mir bei der nicht mehr sicher bin. Und die gab es bei uns hier in Deutschland nicht. Und ja, ich bin glücklich, dass ich sie habe, weil jetzt ist meine Sammlung größer. Und das war auch schon das ganze Puschin Haul von London. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Und bald kommt wieder ein neues Haul, weil eine Claire's Bestellung kommt und eine Amazon Bestellung. Und ja, es sind alle Schnapper. Und ja, nein, ich bin nicht reich. Ist okay, ich bin nicht reich. Ich weiß nur, wie ich mein Geld sparen kann. Ja. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Die ganzen Shops, wo ich das her habe und die ganzen Preise und etc. pp. Alles unten in der Beschreibung drin, wer Interesse hat. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, Kakao! Everybody asked me how I know. I smiled at them and said she told me so. Everybody